Willkommen zu einem neuen Webflow-Tutorial, heute in Zusammenarbeit mit Mike Pecher. Er zeigt uns einmal, wie man ein Multistep-Formular in Webflow umsetzen kann mit Input-Flow. Und das Tolle daran ist, dass wir eben gewissermaßen Abhängigkeiten vordefinieren können. Hat ein User zum Beispiel Interesse jetzt hier an Designerstellung, dann geht er zum nächsten Schritt und es wird ihm was ganz anderes angezeigt, wie wenn er jetzt Webflow-Umsetzung wählt. Wir können also im Hintergrund bestimmte, wenn dies, dann das Szenarien vordefinieren und das macht es besonders mächtig. Das Ganze läuft mit der Standard Webflow Form Komponente, also die du da auch verwenden kannst, und es ist wirklich richtig einfach umzusetzen. Damit lassen sich nicht nur Multistep-Formulare bauen, sondern auch sozusagen kleine Konfiguratoren, die Abfragen vornehmen und die am Ende dann beim Kunden quasi im Postfach landen. Du findest das, was wir heute hier zusammen bauen, auch als kostenloses Clonable verlinkt nochmal in der Videobeschreibung. Allerdings würde ich dir empfehlen, das Ganze eben selbst nochmal für deinen Use Case eben aufzubauen, weil letztendlich das, was er hier demonstriert, zeigt dir vielleicht ganz gut, wie man das alles handelt, aber du hast natürlich ganz andere Anforderungen, Abfragen. Input-Flow kannst du kostenlos verwenden, er wird es demnächst auch hoffentlich in den Webflow App Store bringen und dann ist es noch einfacher in Webflow zu integrieren. Genauso gibt es aber auch eine bezahlte Version, die einfach noch ein paar mehr Features bietet. Falls du noch Fragen an Mike hast, schreib das gerne hier in die Kommentare, dann wird er da hier drauf eingehen können und wenn dir das Video gefällt, gerne auch einen Daumen hoch. Wir sehen hier ein ganz normales Webflow-Formular. Also ich kann hier auch mal auf ein Element draufklicken und dann öffnen wir mal den Navigator. Und hier sieht man jetzt, hier haben wir den Webflow-Formblock, hier haben wir das Webflow-Formular, eben wie diese Webflow-Formulare aufgebaut sind. Und innerhalb von diesem Formular, das ist jetzt der einzige Unterschied zu einem normalen Webflow-Formular, sind jetzt die einzelnen Inputfelder in verschiedene Schritte untergliedert. Also wir haben hier diese Div-Blocks mit der Klasse Form-Step. Und das sind eben die einzelnen Schritte. Also wir sehen hier zum Beispiel, wenn ich auf einen Schritt draufklicke, das wäre jetzt zum Beispiel dieser Schritt hier unten, welche Integrationen werden benötigt, oder ich habe hier auch einen Schritt, welcher Designstil wird benötigt. Ja, und dann noch Budget und so weiter. Das heißt, man würde sich auch das Formular erstmal als im ersten Schritt so bauen mit den Sachen, die man auch abfragen möchte, dass quasi jeder Schritt auch schon im Webflow drin ist, vorhanden ist. Und das kann man dann so verpacken, kann man sich orientieren, wie an dem, was du jetzt, wie du es hier auch aufgebaut hast. Die Klassennamen und so weiter, das spielt erstmal, glaube ich, keine Rolle. Ne? Also wir können hier alles selbst gestalterisch so umsetzen, wie jeder das gewohnt ist. Aber wichtig, dass man halt die verschiedenen Steps auch in dem Webflow-Formular, in dieser Komponente eben schon visualisiert, schon drin hat. Und dass man dann wahrscheinlich am Ende welche ausblendet, damit die nicht alle auf einmal gezeigt werden, aber das können wir dann später sehen, aber dass man hier halt zu jeder Zeit auch die Möglichkeit hat, alle nochmal zu editieren und ganz normal umzugestalten und so weiter. Dann geht es damit weiter, dass wir jetzt die Elemente, die es in Input-Flow gibt, markieren müssen, also in Webflow in diesem Formular gibt, dass wir die markieren müssen. Also wir müssen uns jetzt überlegen, wie können wir Input-Flow quasi sagen, welche Elemente sind die Schritte und welche Elemente sind die Buttons. Und da fangen wir einfach mal mit den Schritten an. Ich wähle hier mal den ersten Schritt aus und diesem ersten Schritt, dem muss ich jetzt ein Attribute verpassen. Ich klicke hier mal auf das Settings-Icon zum Settings-Panel und gebe diesem Schritt jetzt das Attribute if-step, also if steht in dem Fall für Input-Flow, und dann kann ich mir einen Namen für diesen Schritt überlegen. Also das ist quasi wie so eine Art Namensschild, dieses Attribute. Also zum Beispiel könnte ich jetzt den Namen geben für diesen Schritt, Projektanfrage Start. Und das wäre dann dieser Name für den ersten Schritt. Wichtig ist, dass jeder Schritt einen individuellen Namen hat. Das ist ganz wichtig, weil wenn zwei Schritte den gleichen Namen haben, dann funktioniert es nicht mehr. Muss ich den Namen irgendwo nochmal eingeben? Also es ist sinnig, dass ich mir das so möglichst kurz halte oder soll es einfach wirklich das beschreiben, was es ist? Oder muss ich da auch immer einen Bindestrich dazwischen machen oder können das jetzt mit Leerzeichen sein? Also dieses if-step, das muss immer gleich sein, aber der Wert von dem Attribute, da kann man einfach einen Namen festlegen, der für einen selber Sinn macht. Also in dem Fall Projektanfrage Start. Man kann ja auch einen ganzen Satz, eine ganze Frage reinschreiben. Das ist alles gar kein Problem. Wichtig ist eben nur, dass man nicht für zwei Schritte den gleichen Namen verwendet. Hier haben wir jetzt den nächsten Schritt. Dem würde ich jetzt den Attribute geben if-step und dann zum Beispiel, worum geht es? Ja, so nenne ich jetzt einfach mal den Schritt. Ich kann sogar ein Fragezeichen einfügen. Und damit haben wir jetzt eben die ganzen Schritte markiert. Wir haben den ganzen Schritten einen Namen quasi verpasst, sodass Input-Flow später die
Schritte auseinanderhalten kann. Und jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen. Jetzt müssen wir quasi die einzelnen Buttons markieren. Also ich klicke auf den Button drauf, gehe wieder in mein Settings Panel rein und gebe diesem Button ein Attribute. Und in dem Fall ist es das Attribute if-element. Also wir kennzeichnen damit ein Element. Und der Wert von diesem Attribute ist jetzt Button-next. Also der Next-Button, mit dem wir zum nächsten Schritt gehen. Und damit weiß jetzt Input-Flow, aha, wenn der User auf diesen Button klickt, dann gelangt er zum nächsten Schritt. Mhm. Das gleiche müssen wir jetzt auch hier machen. Hier haben wir einen Zurück-Button. Das ist dann fast ähnlich. Also hier gebe ich jetzt das Attribute if-element und dann Button-back. Und dann haben wir den Back-Button markiert. Und dann muss ich das gleiche hier wieder mit dem Next-Button machen. Also if-element und Button-next. Das gibt man quasi jetzt bei jedem Vor- und Zurück-Button einmal so ein. Und da ist es auch wichtig, dass man es jetzt genau so mit dem Wert auch eingibt, wie du es gemacht hast. Also davor war ja der Wert immer frei wählbar, die Beschreibung. Hier kommt es darauf an, dass es genauso beschrieben ist, wie du es jetzt gemacht hast. Das ist korrekt. Also dieser Button-next, das muss genauso gesetzt werden. Da muss man auch darauf achten, dass es alles klein geschrieben ist. Und ja, man muss es bei jedem Schritt machen. Normalerweise, wenn ich ein Formular mit Input-Flow aufsetze, dann kopiere ich mir einfach die Buttons rein. Das ist dann, also man setzt das Attribute einmal und kopiert die Buttons dann einfach. Eine Sache ist noch wichtig natürlich, dass die ganzen Input-Elemente, dass die einen ordentlichen Namen haben, mit dem man was anfangen kann. Also zum Beispiel, wenn ich mal hier auf dieses Inputfeld hier genaues Budget gehe, dann ist der Name davon genaues Budget und nicht irgendwie Field 14 oder sowas. Also das ist wichtig, dass man jedem Inputfeld einen sauberen Namen gibt, weil wir werden später oder jetzt gleich dann mit diesen Inputfeldern arbeiten. Die sind für die Verzweigungen relevant. Genau, jetzt müssen wir das Ganze erstmal publishen. Das ist wichtig, dass das Ganze dann auf der Live-Seite zu sehen ist. Und jetzt öffne ich eben Input-Flow. Hier eben gehe auf die inputflow.io Webseite und klicke einfach hier auf den großen blauen Button Start Building. Dann lande ich hier in der Applikation drin, in Input-Flow selber. Hier ist jetzt nochmal eine kurze Anleitung. Diese Anleitung, das ist im Prinzip das, was wir gerade schon durchgesprochen haben, also mit dem if-Step-Attribut, mit dem Button-Next und Button-Back-Attribut und mit den sauberen Namen für die Inputfelder. Dann klicke ich hier auf Next Step und jetzt muss ich hier den Link zur Live-Seite reinladen. Also quasi den Link zu der Seite, wo das Formular, also zu der Unterseite, wo das Formular sich befindet. Also das ist jetzt auf der Webflow-Subdomain. Da arbeiten auch die Leute zuerst drauf. Wenn das nah auf der Live-Seite ist beim Kunden unter seiner Domain, spielt sozusagen keine Rolle. Da muss man das nicht hier nochmal mit der Live-URL vom Kunden eingeben, sondern das reicht, wenn man das jetzt einmal hier eingibt mit der Entwicklungsumgebung sozusagen. Das ist korrekt. Solange das Formular dann auf der Live-Seite das gleiche Formular ist wie auf der Staging-Seite, funktioniert es weiterhin. Dann klicke ich jetzt mal auf Find Form und dann sucht Input-Flow das Formular. Jetzt hat es schon gefunden. Wenn mehrere Formulare sind, muss man das richtige Formular hier im Dropdown auswählen. Cool, okay. Wähle ich das aus und klicke auf Next Step. Und dann wird hier der Form-Editor geladen. Stellen wir mal das Formular zusammen. Also ich ziehe mal hier ganz nach oben meine Projektanfrage Start. Also und man sieht hier auch, das sind jetzt diese Namen, die wir bei dem if-Step gesetzt haben. Die werden jetzt hier angezeigt. Deswegen sind die wichtig. Und das ist mein erster Schritt. Da gab es ja noch keine Verzweigung oder sowas. Da will ich einfach, wenn jemand die Projektanfrage startet, ihn erstmal fragen, worum geht es eigentlich bei deinem Projekt? Ja. Und dann, wenn wir hier mal kurz auf die Live-Seite gehen, im nächsten Schritt, also in diesem Schritt gibt es ja die Option Design-Erstellung und Webflow-Umsetzung. Diese zwei Optionen gibt es ja. Und jetzt will ich, wenn jemand Design-Erstellung auswählt, dann will ich ihn ja nicht fragen, welche Integrationen benötigt werden. Das braucht er dann ja gar nicht. Ja. Sondern ich will, wenn jemand Design-Erstellung auswählt, dass er dann weitergeleitet wird zu diesem Schritt, welcher Designstil gefällt dir. Und wenn jemand Webflow-Umsetzung auswählt, dann sind ja Integrationen für diese Person relevant. Und dann will ich ihm diesen Schritt, welche Integrationen werden benötigt, anzeigen. Ja. Und das können wir jetzt eben in Input-Flow dadurch abbilden, dass wir diese zwei potenziellen nächsten Schritte nehmen, hier nebeneinander tun. Dann ziehe ich jetzt eben eine Verbindung zu beiden dieser potenziellen nächsten Schritte. Und jetzt sind die miteinander verknüpft. Mhm.
Und jetzt jetzt müssen wir irgendwie entscheiden, okay, wann gehen wir zu Integrationen und wann gehen wir zur Frage, welcher Designstil gefällt dir. Und das können wir jetzt machen, indem wir auf diesen vorigen Schritt gehen, wo diese Verzweigung von ausgeht und auf Settings klicken. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, also hier werden jetzt alle nächsten Schritte, die wir verbunden haben, angezeigt. Einmal die Integration und dann welcher Designstil wird benötigt. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, eine Bedingung zu erstellen, wann wir zu welchem Schritt gehen. Ich fange jetzt einfach mal mit den Integrationen hier an. Also ich klicke hier auf Create Condition und erstelle damit eine Bedingung. Und ich will quasi zu den Integrationen gehen, jetzt kann ich hier das Input-Element auswählen, wenn die Webflow-Umsetzung selected ist. Ich wähle hier aus, if Webflow-Umsetzung is selected. Ja. Und jetzt liest sich das wie ein ganz normaler Satz. Go-to-Step Integrationen, if, also wenn die Webflow-Umsetzung selected ist. Ja. Und das gleiche können wir jetzt auch hier unten machen. Also ich will zum Schritt welcher Designstil gehen, wenn die Designerstellung ausgewählt ist, also wenn Designerstellung selected ist. Und damit habe ich jetzt eben die Bedingungen erstellt, wann wir zu welchem Schritt gehen. Also das sind jetzt recht einfache Bedingungen, man kann das beliebig komplex gestalten, also man kann hier auch Unverknüpfungen hinzufügen, dass mehrere Bedingungen zutreffen müssen, damit wir zu einem bestimmten Schritt gehen. Man kann, ich lösche die mal wieder raus, man kann auch noch eine weitere Condition hinzufügen und dann wird es mit einem logischen Oder, also mit einer OR-Regel verknüpft. Dann würde man eben zu diesem Schritt gehen, wenn wenn eine der beiden Bedingungen zutrifft. Und da kann man jetzt aber im Dropdown nur Sachen auswählen, wie ist selected, aber was gab es dann noch? Also würde jetzt nicht gehen, wenn das Inputfeld zum Beispiel ein bestimmtes Wort ist oder sowas. Also es geht jetzt... Doch, geht auch, das okay. geht auch. Die Funktion gibt es auch, die habe ich auch eingebaut. Allerdings hier haben wir jetzt einen Radio-Button ausgewählt. Ja. Und deswegen bei dem Radio-Button, da gibt es eben nur dieses is selected und is not selected. Ja. Und dann noch any other case, da gehe ich dann gleich noch drauf ein. Zum Beispiel, if Budget ist höher als 30.000 zum Beispiel, könnte man ja auch nochmal eine Kondition machen, ne? Dass man Ja, dann da gibt's irgendwie auch eine Meldung zeigt im Kondition. Webflow oder so. Ja. Die heißt dann greater than oder smaller than. Die ist dann ein Teil von der Pro-Version. Aber hier sieht man jetzt noch ein paar andere Funktionen. Ja. Also hier kann man zum Beispiel machen equals, oder does not equal. Und genau, also hier gibt es verschiedene Funktionen und je nach dem Feldtyp, den man ausgewählt hat, werden hier die Funktionen entsprechend angezeigt. Und es gibt auch für alle Experten, die da wirklich ganz genaue Bedingungen erstellen wollen, gibt es auch bei Inputfeldern, bei normalen Inputfeldern, Textfeldern gibt es Regular Expressions. Also kann man eine Regex da reinschreiben. Also so gehe ich dann immer vor. Ich schaue mir das Formular dann wieder an. Können wir auch hier im Webflow-Projekt selber drin machen. Das ist dann eigentlich irrelevant. Jetzt haben wir ja hier abgefragt, okay, welche Integrationen werden benötigt, welcher Designstil wird benötigt. Also kommt als nächstes der Schritt Budget. Welches Budget steht für die Umsetzung bereit? Das bedeutet, ich nehme den Schritt Budget, ziehe den hier hin und führe quasi die Verzweigung hier wieder zusammen. Beim Schritt Budget haben wir ja jetzt nochmal eine kleine Besonderheit. Und jetzt will ich so, also wenn ein Kunde wirklich bereit ist, viel Geld auszugeben, 25 plus, 25.000 plus, dann will ich ihn schon genau fragen, was das Budget ist. Setzen wir das hier mal in Input-Flow um. Also es gibt jetzt wieder zwei potenzielle nächste Schritte. Entweder wir wollen den Kunden fragen, was ist dein genaues Budget, wenn er 25.000 plus ausgewählt hat, oder zu dem Schritt Ausgangslage weiterleiten. Und auch hier wieder, wenn wir zwei ausgehende Verbindungen haben von einem Schritt, dann müssen wir hier auf Settings klicken. Wir wollen zum Schritt genaues Budget gehen, stellen eine Bedingung und wir wollen dann hingehen, wenn 25.000 plus, also wenn dieser Radio-Button 25.000 plus, wenn der ausgewählt ist, also wenn der selected ist. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt ist es ja so, wir wollen in allen anderen Fällen, wollen wir zu diesem Schritt Ausgangslage direkt gehen und nicht genau fragen, was das genaue Budget ist. Und jetzt könnte ich hier entweder für alle drei Auswahloptionen eine Bedingung erstellen und die mit einer OR-Regel verknüpfen. Das würde auch funktionieren. Man kann es aber auch einfacher machen. Wir sagen einfach, in any other case, also in jedem anderen Fall, der hier nicht zutrifft, gehen wir zum Schritt Ausgangslage. Es kann ja mal sein, dass man irgendwie doch nochmal eine Budgetoption zum Beispiel in dem Fall jetzt hinzufügt. Da muss man nicht nochmal hier reingehen und das nochmal speziell anweisen. Ja. Korrekt. Und jetzt haben wir uns hier quasi diese Formularstruktur zusammengebaut. So wird der Kunde dann durch dieses Formular durchgelotst.
sagen wir mal, ich komme in einem halben Jahr wieder auf diese Inputflow-Seite und gebe wieder meine Seite also habe jetzt einen Free-Plan und dann gebe ich wieder meine Seite mit dem Formular ein und hat er diesen Flow ausgelesen sozusagen? Kann ich den dann einfach wieder weiter bearbeiten, ohne mich irgendwo das jetzt zu speichern? Nein, also in der kostenlosen Variante ist das nicht möglich, weil das wird ja auch nicht in irgendeinen Account, kann das da reingespeichert werden oder sowas. Also in der kostenlosen Variante müsste man es dann nochmal erstellen. Das heißt, er kann das auch nicht von der Seite auslesen, weil du wirst ja im Hintergrund jetzt irgendwo diesen Code schreiben müssen, dass das die Reihenfolge ist, ne? Ach so, dass es von der Konfiguration ausliest. Ist eine gute Idee, habe ich allerdings noch nicht implementiert. Nee. Ich habe auch nachher noch ein paar Ideen, aber die können wir nachher bequatschen. Okay, ja, sehr gerne. Es ist sowieso so, wie es jetzt ist, schon super hilfreich, weil so einfach habe ich das noch nirgends gesehen. Jetzt sind wir ja hier fertig, dann klicke ich hier auf Generate Code und kopiere mir hier das alles mit der Konfiguration rein in mein Webflow-Projekt. Aber er speichert das jetzt so lange, wie der Tab einfach offen ist und danach ganz genau, okay. So lange speichert er das, korrekt. Ja. Dann klicke ich jetzt auf Copy Code und gehe in mein Projekt rein und jetzt muss ich einfach hier in die Settings gehen von der Seite, wo das Formular sich befindet und das einfach hier in den Head-Bereich, in den Head-Code-Bereich reinladen. Dann klicke ich auf Save, klicke ich auf Publish, das Ganze muss jetzt natürlich veröffentlicht werden und man kann jetzt hier klicken auf Anfrage, also wir gehen jetzt einfach mal durch, schauen, ob es funktioniert. Ich klicke auf Anfrage starten, jetzt wähle ich hier Designerstellung aus, dann lande ich beim Schritt welcher Designstil, also genau was wir haben wollten. Wenn ich zurückgehe und Webflow-Umsetzung auswähle, dann lande ich beim Schritt, welche Integrationen werden benötigt. Ja, kann jetzt hier eben auswählen, okay, ich will hier irgendwelche Integrationen haben. Dann beim Budget für die Umsetzung, da wählen wir jetzt mal den höchsten Punkt aus, gehen zum nächsten Schritt und jetzt haben wir hier auch wieder unsere Logikbedingung, wie viel Budget steht für die Umsetzung bereit. Dieser Schritt wird ja nur eingeblendet, wenn man das höchste auswählt. Es kann ja auch sein, jemand gibt hier irgendwie beliebiges Feld, also gibt ein Budget ein und dann möchte man aber ihm mitteilen, unter 25.000 macht man keine Projekte. So, dass er automatisch erkennt, die Zahl ist unterhalb von dem, was ich irgendwie im Hintergrund festlege. Dann könnte ich hier eine Validation hinzufügen, also eine Validierung und kann dann eben sagen, okay, dieses Input-Element genaues Budget ist nicht gültig, also ist not valid, wenn es, also hier muss ich es nochmal auswählen, wenn genaues Budget smaller als 35.000 ist. Ja. Und dann kann ich hier eine Fehlermeldung anzeigen und dann gibt es dann eben so ein Error-Element, das man auch selber stylen kann und in diesem Error-Element, da wird dieser Fehler dann angezeigt. Und dann klicke ich auf Anfrage absenden und dann wird es ganz normal wie ein normales Webflow-Formular versendet.